Das wäre natürlich besser gewesen, wenn sie eine Replika-Knarre da reingemacht hätten. Das Problem ist mit sowas immer, die wird halt schnell als echte Waffe identifiziert. Dann nimmst du diese Waffe einfach mal mit oder den Koffer. Du gehst so durch die Stadt und dann sagt der Cop, bleiben Sie mal stehen, was haben Sie denn da drin in Ihren Koffer? Da steht ja Hitman drauf. Bleiben Sie doch mal stehen und machen Sie mal den Koffer auf. Dann machst du den Koffer auf, Alter, dann sieht er die Knarre und dann ballert der dich ab und dann ist vorbei. Es geht um 10, was heißt eigentlich weird? Seltsam. Okay, wir sind ja alle ein bisschen weird, ne? Ich verstehe auch nicht, warum dieses Wort so oft genutzt wird. Keine Ahnung, ich benutze das nie. Hat das was mit meinem Alter zu tun? Bin ich einfach zu alt? Ich weiß es nicht. So, wir gucken das Video 10 more weird Video Game Collectors Editions. In der Vergangenheit haben wir ja schon ein paar Videos geguckt, so Collectors Editions. Ich hoffe, dass hier mal ein paar neue Collectors Editions reinkommen, die wir noch nicht gesehen haben und noch nicht bewertet haben. So, ich würde mal sagen, Untertitel an und let's go. Tschüss. Some of you may have noticed that the boys and/or girls of TripleJump are at least a little fond of video games. It's sort of the point of the channel. As such, it's safe to say that we're all prone to spending our hard-earned cash on nerdy gaming merchandise. It's a great thing to do as a video gaming fan. Not only are you supporting the developers, die habe ich zum Beispiel, artists, die habe ich zum Beispiel auch. Ich habe das Spiel aber noch nicht gespielt. Abgedreht würde ich einfach nennen. Ach so, zu diesem Weird. Ja. Seltsam ist für mich einfach strange. Mhm. Die habe ich auch, die Collectors Edition. Und die habe ich mir damals geholt, auch wegen der Figur. Aber ich habe das Spiel immer noch nicht gespielt. Ich weiß gar nicht, ob ich das Spiel schon ausgepackt habe. Das war, glaube ich, in einem. Ich glaube, ja, weil das war in einem Steelcase drin. Steelbook. But also, you know, you get a cool thing to put in your household. Usually something beautiful, useful or. Das ist auch geil, die Juggernaut Edition, die wollte ich immer haben. Falls sie jemand von euch hat oder mir schenken möchte, könnt ihr euch gerne bei mir melden. Ich hätte echt gerne, die hätte ich echt gerne. Da ist die Pip Edition, wo ich letztes Mal gemeint habe, die habe ich, Pip Boy. Adds to the gaming experience itself. Of course, the other thing you may have noticed about the boys and/or girls of TripleJump is that we're weird AF and regularly commit to silly decisions that would leave our parents utterly ashamed of the impulsive creature they produce. Aber jetzt werden ja die 10 weirdesten Collectors Editions gezeigt und ich finde halt die Uncharted Collectors Edition nicht wirklich komisch. Such, I'm here today to tell you about some of the video game Collectors Edition purchasing opportunities that are, stranger than most, but nevertheless, really rather tempting. We've already discussed this topic once before in a previous list, but there's just so much more out there ready. Okay, eine davon habe ich, und zwar die Saints Row 4 Super Dangerous Whoop Whoop Edition. Die habe ich. Was willst du machen? Die war auch gar nicht teuer. Ich glaube, die hat auch nur 100 € oder so gekostet. Also man muss sagen, vor ein paar Jahren waren die noch alle, die Collectors Editions, zu einem erschwinglicheren Preis zu bekommen. Und da war auch einfach geiles Zeug drin. So, grab your anime pillow, pull up your branded panties, and hold your limited edition figurines skyward. I'm Peter from TripleJump, and here are 10 more weird video game collector's editions. Number 10, Halo 3 Legendary Edition. Halo 3, Halo, nicht Hello. Halo 3, also Halo 3 Legendary Edition. Let's admit. Die soll abgedreht sein. One of the main reasons that Master Chief is so iconic is just his badass gear. He's approximately 1,000 pounds of. Aber ich glaube, den Helm gab's da, oder? Kann das sein? Irgendwie habe ich das noch so in Erinnerung. Of Spartan godliness. What we wouldn't give to feel as epic as the Chief. Me more than most, eh? So when Bungie released the Halo 3 Legendary Edition, we were hyped.
Okay, was stimmt damit nicht? Also, da ist ein Helm dabei und dieser Standfuß wahrscheinlich für den Helm und da drin ist das Spiel. Und sowas gab es aber auch schon bei Killzone. Ne? Da gab es ja auch mal diesen Killzone-Helm, den ich im Übrigen viel geiler finde als diesen Helm da. Also. At the prospect of getting our hands on a life-size replica of his legendary headgear. Wow! The anticipation was real. Just imagine being able to see the world through the eyes of one of our favorite heroes. Yeah, well, keep imagining. It turns out the helmet is completely unwearable. Ach so, okay, deswegen ist das so schlimm, weil man den nicht aufsetzen kann. Ich meine, welcher Freak, welcher weirde Mensch, also weird jetzt mal hochgestellt, will denn diesen Helm aufsetzen? Will man damit rumrennen? Ich meine, die Watch Dogs Maske hier, die ich mal unboxed habe, wo habe ich denn die? Watch Dogs Legion, die kannst du ja auch nicht aufsetzen, außer du hast einen Kopf wie ein Dreijähriger. Ja? Weil die ist viel zu klein. Fand ich auch irgendwie kacke. Aber was willst du machen? Ist ja auch nicht dafür gedacht, wahrscheinlich. An impressive cosplay piece and more of a glamorous doorstop. And if ich kann das natürlich verstehen, wenn Fans sagen, okay, man kann das Ding jetzt nicht aufsetzen und ich hätte gerne so ein Cosplay gemacht, wobei man dieses andere Kostüm natürlich auch erstmal herstellen muss, ja. Das sind ja wahrscheinlich auch nochmal 3000 Arbeitsstunden, aber naja. Ist halt so. Salty enough, the casing of this special edition actually ended up damaging many discs, resulting in scratched or broken games come the day of release. Now, okay, die Verpackung hat irgendwie das Spiel kaputt gemacht. Kann passieren, meldest du dich einfach beim Hersteller, kriegst du eine neue CD, ganz einfach. This entry isn't quite. Ich habe mir zum Beispiel mal von einer Metalcore-Band, habe ich mir mal eine CD gekauft. Die war, glaube ich, in einem Buch drin oder so und die waren alle zerkratzt. Das lag aber nicht an dem Buch und nicht an der Halterung, sondern an der Herstellung. Ich glaube, die wurden automatisch oder so, wurden die da irgendwie reingelegt und dann waren die zerkratzt, die CDs. Die wurden alle ersetzt, ausnahmslos. Ne? Hast du einfach eine E-Mail hingeschrieben, hast du gesagt, hier ist mein Kassenbon, buff, wo der sitzt. Ne? Kommt halt darauf an, ob man irgendwie implizierte, dass man den aufsetzen kann, um das besser zu verkaufen. Ach so, ja, das kann natürlich auch sein, wenn die sagen, hier, da ist ein Helm, und den könnt ihr euch aufsetzen, dann ist das natürlich ein anderes Werbeversprechen als, hier ist ein Helm, den könnt ihr euch hinstellen, ne? Den könnt ihr euch nicht aufsetzen. As strange as what we're going to cover in das the stimmt rest of the natürlich. list, hence its number 10 spot, but we were nevertheless left utterly perplexed and annoyed by the decisions made here. In essence, the helmet was unwearable, the discs were unplayable, and our expectations unsalvageable. Number 9. Number 9. Galgun Double Piece. Mr. Happiness Edition. Sagt mir nichts, werden wir gleich sehen, was das ist. Mr. Happiness Edition. I've had to rewrite this entry because the sheer number of ooh-woos included in the first draft was nothing but obscene. Don't worry, our scriptwriter is having an intervention meeting with Ben at this very moment, not least because she keeps trying to include references to bonus panties. Es gab Unterhosen. In every list. Fortunately, I've been assured. Aber keine normale Unterhose. So, let's talk about nee, doch the nicht. Galgun Double Piece Mr. Happiness Edition. Also Mr. Happiness Edition, Alter, wie kann man denn sowas? So ein Spiel, Alter. Mr. Happiness Screen Cleaner. Which includes an exclusive quote-unquote screen cleaner for your digital devices in the shape of, oh, for the love of, a pair of frilly bonus panties. Das ist schwierig, ne, sowas da reinzusetzen. At least it's on brand with the Railgun Shooter series, I suppose, which features a colourful academy full of cheerful female students who all seem far too eager to, make friends with the protagonist. Of course, Warum packt man da sowas rein? Also ich muss echt sagen, die Asiaten, also die Japaner, denke ich mal, das kommt wie aus Japan, die haben einfach einen Knall, ne? So comes with a classic collector's box. Und da soll mir noch mal jemand sagen, dass das Techland hier, ne, die Dead Island Riptide, diese mit abgeschnittenen Armen oder so, dass das ein Problem ist. Das ist ein Problem, Alter. And wall scroll, but clearly the underwear is meant to be the main prize here. With over 450 panty designs to discover in the game itself,
450 Unterhosen kann man entdecken? mortal being would find themselves spoilt for choice when it comes Ernsthaft? to digital Oha. knickers, but this treasured screen cleaner is yours to keep in real life. So feel free to Also wipe wenn ich- away wenn- anything, and I mean Also, anything. wenn ich mein Display sauber mache, dann nehme ich meistens das Ding hier von meinem Pullover. Also hier ist meine Hand, ne? Sieht man nicht, alles dunkel. Dann nehme ich meinen Pullover, mach den From Screen your sauber. phone screen for maximum visibility when scrolling through the Galgun DeviantArt. Oh, I don't like it. Number 8. Nummer 8, Far Cry 3 Insane Edition. Far Cry 3 So, was ist damit verkehrt? Insane Edition. Satisfyingly enough, the Insane Edition for Far Cry 3 contains some decent additional content, including an exclusive single-player campaign, extra Also das habe ich nie verstanden, warum in bestimmten Editionen bestimmte extra Kampagnen dabei sind. Muss mal eben meine Augen waschen gehen. Jo. missions and 4 additional single and multiplayer packs. So far, so good, but Ach, Far Cry 3, die Originalversion damals, ich weiß gar nicht, PS3 war das, ne? Da gab es ja noch einen Online-Modus. God, who okayed the rest of this? Also ich muss sagen, diese Edition, wenn die jemand hat, mir gerne zusenden, ob offen oder nicht. Ich hätte nämlich gern den Wackelkopf, falls jemand hat. For starters, Gerne the rein. whole thing arrived in survival case packaging made of folded cloth, making it near impossible to display the entire bundle altogether. But the true nightmare here is the VAS Bob. Okay, da scheint es irgendein Problem gegeben zu haben, ne? Weil er hat ja gerade irgendwas von Nightmare gesagt. Deswegen gehe ich mal davon aus, dass es da irgendein Problem gab. Weil die Tasche zum Beispiel. Ich habe irgendein Spiel, da gibt es so eine ähnliche Tasche. Bobblehead. Now, I get that this is meant to be tongue-in-cheek, but God, it's just really weird looking. Done up in the form of a Sieht ganz hula anders dancer with an uncomfortably intense, wide-eyed gaze that penetrates your soul as he keeps nodding. Man muss dazu sagen, von Dead Island gab es auch mal so eine Wackelkopffigur. Ich glaube, Dead Island 1. Nodding. Always nodding. As if to say, yes, Peter, you are still playing the game as you barrel down a dirt road with a jeep full of honey badgers and grenades. But in fact, you're not. Ich muss dazu sagen, dieser Wackelkopf, den finde ich geiler als irgendeine andere statische Figur. Still in the game. Weil die macht noch mal einen ganz anderen Eindruck. You're speeding down the oncoming carriageway of the M1. Und natürlich stellt sich die keiner aufs Armaturenbrett. Warum? In a Ford Fiesta, and those badgers and nades are actually just your nan's cats and half a dozen satsumas. But you keep driving anyway because those radio towers aren't going to take themselves, eh, Vass? Hey, Vass! I'm fine, really. I'm fine. Number 7, Death Stranding Collector's Edition. Okay, Death Stranding Collector's Edition. Hier muss ich mal ein Machtwort sprechen. Wenn der jetzt irgendwas Negatives sagt, ja, dann kann er sich mal verpissen, weil die habe ich auch. If you've already got the special edition of Fear 3 featuring a light-up Alma, pregnant with her darling baby demon spawn, get ready to unexpectedly add to your fetus lamp collection with Death Stranding's creepy BB Pod. Aber man muss dazu sagen, dass es dazu noch einen guten, schönen Koffer gab. Ja. Und diese Figur, sage ich jetzt mal, die hat ja eine gewisse Rolle in dem Spiel. Die hast du ja vorne immer so dran. Ne? Hier, die trägst du ja immer mit und die zeigt ja deinen aktuellen Zustand an. Deinen Geisteszustand war das, glaube ich. Und deswegen spielt die natürlich eine gewisse Rolle, dieses Ding. Imagine having a steamed company over to visit and serving delicious canapes while directing their attention Call to the the police. glamorous plastic baby incubator suspended above your mantelpiece. Ja, das sollst du natürlich nicht im Wohnzimmer stehen haben, wenn du einen eigenen Gaming Room hast, ne? What a purchase, am I right? No doubt you could spend many a Was hast du denn da stehen? long night reading Komm, wir gehen mal in die Küche. classical works like George Orwell's 1984 or the previous list's Dead or Alive. Ach du Scheiße, Alter, was war das denn? Under the soothing glow of the nearby BB canister. Lovely. Wo hat denn der eigentlich diese Bilder her, Alter? Wo hat denn der das her?
Ist das da oben? Dieses Copyright SEI? YouTube PlayStation Access? Just lovely. And let's not forget the additional digital content, including absolutely pimping gold attire, tailor-made for the clumsiest delivery guy in video game Habe ich auch direkt angelegt. history. Aber ich glaube, die konnte man nicht sofort anlegen, weil du erst einen gewissen Fortschritt spielen musstest, bis du das bekommen hast. Bright gold is a shocking and bold fashion choice indeed, but when facing down demons and extinction entities, you've got to look stylish. Im Übrigen muss ich das auch mal fertig spielen. Habe ich noch nicht auf Platin. Sling on your creepy glowing baby. Da sieht man es, wie es eingehakt ist. Don those glittery sunglasses and let's get walking. And walk. Und wenn jemand daran Schuld trägt, dann ist es Kojima. Ne? Weil der hat das Ding erfunden. Walking and keep on walking and even more walking. And just keep oh, Jesus Christ. Number 6, Hitman 2, the Collector's Edition. Hitman 2 Collector's Edition ist, glaube ich, auch, weiß ich nicht. Ich glaube, das ist diese Figur mit diesem großen Kopf. I suppose initially one of the main draws of the Hitman 2 Collector's Edition was the ability to play the full game for. Im Übrigen muss ich dazu sagen, ich habe noch nie ein Hitman-Spiel gespielt. Also so richtig, ich habe so ein Hitman, ich weiß nicht, wie das heißt, da gibt es auch einen Tomb Raider von. Da musst du über verschiedene Wege gehen und dann musst du halt da irgendwie durch dieses Days early. But we didn't care about that, no. Far more interesting to us. Ach so, das ist dieser Koffer. Ja, den wollte ich auch haben mit dieser Ente. Was definitely the replica gun case housing a rubber duck. Because collector's editions. This bundle was actually sold at $50 more than the gold version, which itself included. Die hat man aber auch noch später bekommen, günstiger, muss man dazu sagen. Also missions, outfits, weapons and a sniper map, as well as everything from the standard. Ist das die? Achso, das ist die Gold und die Collector's Edition hat dann 150 gekostet. Naja. And silver editions of the game. Ich muss sagen, zu jedem Spiel gibt es einen Fan und zu jedem Fan gibt es einen Sammler und der holt sich das. Und nicht hier. Keine Ahnung. Christoph Müller oder so. But only a true Hitman fan and owner of the coveted Collector's Edition could flaunt such bonuses as their gun case, silver coin, bullet keyring, and this rather dapper quacker. Was it really worth it though for 50 big ones? Well, it depends. You could buy yourself an actual gun case for much cheaper than that, but if your bath time needs more assassination-related peril and you can't convince the actual Agent 47 to get in with you and exfoliate. Finde ich jetzt nicht so schlimm. Also muss ich ganz ehrlich sagen. Then the value for money duck maybe. Aber hier geht es ja um 10 weirde Collector's Editions, ne? Ist das weird genug? Ich glaube nicht. Also ich glaube, aus dem letzten Video, das war weirder mit dieser 4-3. Vielleicht kommt das noch. You need. After all, even the most icy assassins need some me time. And what better way to relax after a hard day of murder than with some bubbles, candles, relaxing Himalayan throat music in the background, and the only tub buddy out there who's balder and whiter than Agent 47 himself. On the other hand, though, I kind of expected the gun case to contain an actual replica weapon of some kind. I mean, das wäre natürlich besser gewesen, wenn sie eine Replika-Knarre da reingemacht hätten. Das Problem ist mit sowas immer, die wird halt schnell als echte Waffe identifiziert und dann knallen sie dich einfach ab, Alter. Dann nimmst du diese Waffe einfach mal mit oder den Koffer, ja. Du gehst so durch die Stadt und dann sagt der Cop, bleiben Sie mal stehen, was haben Sie denn da drin in Ihren Koffer? Ja, da steht ja Hitman drauf. Bleiben Sie doch mal stehen und machen Sie mal den Koffer auf. Dann machst du den Koffer auf, Alter, dann sieht er die Knarre und dann ballert der dich ab und dann ist vorbei. I mean, let's face it, even highly skilled assassin Agent 47 wouldn't be able to kill someone with a rubber duck, now would he? So I kind of feel like they should have gone, oh, okay, yeah, of course he did, sure. Number 5, Call of Duty Black Ops 3. Jetzt kommt eine richtig geile Edition, Freunde. Und zwar Call of Duty Black Ops 3, die Juggernaut Edition. The Juggernaut Edition. Die hätte ich gerne. Here we have perhaps the ultimate example of a special edition game containing something decidedly odd, yet. Obwohl ich Call of Duty 3, Black Ops 3 nicht gespielt habe, finde ich
diesen Kühlschrank. Still amazingly useful. As well as tons of digital extras, including the season pass, a giant bonus map, customizable weapon themes, and plenty more bonus content, the Juggernog edition of Black Ops 3 contained, wait for it, a working mini-fridge modeled after the in-game Juggernog machine. Das Ding kühlt sogar, ne? Many fans praised the quality of this edition for setting the bar for other equivalent bundles, preaching the perks of a Perca-Cola unit. But brilliant or not, let's just take a moment to really consider just how strange it is for a person to receive an actual household appliance bundled with their new first-person. Finde ich jetzt nicht so weird. Game. Muss ich ganz ehrlich sagen. Fit up to 12 12-ounce cans and keep them at the perfect temperature for all your pro-gamer hydration needs. Though we're still waiting on vital confirmation as to whether it can safely protect a small Indiana Jones from a nuclear explosion, or suitably chill those precious bottles of Fallout 76 dark rum. If you're having a few Black Ops friends over to enjoy a bit of co-op split screen, a rarity nowadays, there's also a pack of branded coasters bundled alongside the fridge to Das waren noch PS3-Zeiten. keep your gaming cave looking sharp. Now I'm just hoping that the next installment comes bundled with a microwave. These pizza rolls aren't going to cook themselves, Treyarch. Naja, also man muss ganz ehrlich sagen, eine Mikrowelle ist jetzt natürlich total dämlich, weil dieser Kühlschrank, also dieses Ding, das gibt's ja auch im Spiel. Und deswegen gibt's diese Kombination aus diesem Kühlschrank und diesem Design, sage ich jetzt mal, ne? Das hat ja nichts damit zu tun, dass die das einfach so gemacht haben. Number 4, Record of Agarest War. Okay, die kenne ich nicht, das Spiel. Limited Edition. Really naughty. Okay, yeah, it appears the writer hasn't learned their lesson yet and is still literally booby-trapping their scripts with this kind of filth. So let's take a cautious look at Agarest War's Really Naughty Limited Edition. Okay, now, was once ist da again, naughty? this is at least an example of a tat box being really on brand, if Ach so, mit dem Mauspad oder was? Das hat man, glaube ich, schon so we mal, have ne? to give them that, at least. But oh boy, Mauspad. this impressively large collector's edition boasts quite a few cheeky knickknacks, the most eye-catching, of course, being this ergonomic mousepad. Aber ich verstehe nicht, warum man sowas in eine Xbox Collectors Edition reinmacht. Verstehe ich nicht. Hä? Allowing Check ich nicht. the proud owner to rest their weary wrists upon the bosom of one of the Und die Dinger sind ja dann total, naja, hat irgendwie jeder Anime-Fan zu Hause wahrscheinlich. Also ich bin ja kein Anime-Fan, ich habe so einen Rotz auch nicht. Aber ich würde es mir auch nicht holen, wenn ich ein Anime-Fan bin, Alter. Wie kaputt musst du denn da sein? I mean, it's a good idea in a way. Let's face it, the kind of person who buys this sort of special edition Aber ich finde die Idee geil. probably needs all Also the wer sich das support ausgedacht they hat. can get. But that's not all. Throw in a pillowcase featuring Pillowcase, Yearning okay. Ellis, and Also you're ein Kissenbezug. well on the way to eternal damnation in the brimstone of hell, you dirty sinner. Bucking the trend, though, I'm afraid the Und das ist das Spiel oder was? Das sieht ganz anders aus. one thing this package Das hat ja gar nichts mit dem Ding zu tun, oder? Mit dem Inhalt. doesn't contain is a video game undergarment of some kind to add to your growing collection. The anime gods giveth, the anime gods taketh away, I suppose. Oh, and if you're somehow still perplexed as to what it is about this Es gibt auch diese großen Kissen, ne? Kennt ihr die? Oh Gott, wer kauft sich denn sowas? edition that deserves the label really naughty, fear not, for the publisher behind Menschen sind kaputt, Alter. Menschen sind the einfach English kaputt. translation of this game actually released a very weird, not safe for work trailer on how to thoroughly Das ist der Trailer? appreciate your new toys. And frankly, the production quality here is exactly what I'd expect from the company behind this mousepad. Number 3, Resident Evil 2 Resident Evil 2 Remake Premium Edition. Resident Evil 2 Remake? Was meinen die denn mit Remake? Meinen die das aktuelle Remake? Also was vor 2 Jahren oder so rausgekommen ist? Da war eine Figur dabei. Weiß ich. Hab ich selber. Premium Edition. As we've seen more than once in this list, weird doesn't Muss was anderes always sein. mean bad. Muss auch ein Kühlschrank sein, oder? Capcom's back catalogue of games from the past 20 years proves this, from the niche God Hand to the mainstream Resident Evil 4. Capcom isn't a company afraid to play around Also das ist with ja nicht ein code Remake, shifts, ne? Das sieht and ja that's viel zu what schlecht makes aus. some of their games Jetzt so zeig doch mal. endearing.
Even in the stressful zombie fest of the Resi series, there are moments where you can stop, catch your breath, and soak up the Geil. Der ist da richtig durchgekommen durch die Tür gerade, ne? eerie ambience of one of the ever-welcoming safe rooms. And herein lies the Hier, weird guck. Hä? Ach so, das war die Edition, die in der USA rausgekommen ist. Die gab es in Deutschland gar nicht. Denn in Deutschland gab es nur das hier. Ne? Diese Figur war da drin. Ein Spiel. Das, glaube ich, ein Buch und, glaube ein Soundtrack. Das hier, dieses, ich weiß nicht genau, das hat irgendwas mit dieser Schreibmaschine zu tun. Diese Edition gab es in Deutschland gar nicht. awesomeness of the Resident Evil 2 remake. Das ist im Übrigen auch nicht die Collectors Edition, sondern die Z-Version, glaube ich, heißt das, ne? Premium Edition. Premium Edition. It includes a Bluetooth keyboard in Also, das ist schon mal falsch, weil hier oben steht ja Video Game Collectors Edition. Das ist ja, klar, ist auch eine Sammler Edition, aber heißt nicht so. the shape of the old school Lexington typewriters that you use to save your data. Ach so, die konnte man wirklich benutzen, oder I mean, was? even within the game Also, als Bluetooth-Tastatur itself, ist ja the whole interessant. inclusion of random typewriters scattered all over a zombie-ridden hellscape is super odd when you think about it, especially in the more modern games. But that lovable brand of quirkiness is exactly what we've come to associate with Capcom. So why wouldn't you want one of these in your house? Und für sowas würde sich zum Beispiel dieses gute Stück eignen hier, ne? Dieser Halter, den müsste man natürlich ein bisschen umfunktionieren, damit es ein bisschen schräger ist und ein bisschen mehr Platz hat, aber die könnte man sich natürlich auch so hochkant, so ein bisschen schräg auch hinstellen im Plexiglas Gehäuse, ne, dann würde das schon ganz geil aussehen. Ein bisschen Beleuchtung ran und fertig. Okay, it's not the most sophisticated of keyboards, and definitely one of the more unusual items to have ever come bundled with a horror game, but the nostalgia factor here, coupled with the calming Pavlovian association that these things inherently carry in-game, made the typewriter a must-have for fans of the series. It's a shame then that we're about to get a little more overtly horrifying with number 2, Inside. Inside, dieses Spiel wollte ich auch noch spielen. Das habe ich noch da. Inside heißt das, glaube ich, oder? Ich glaube, das heißt Inside. The Collector's Edition. Though this 2.5D platformer requires the player to solve environmental puzzles in a dystopian world in order to avoid grim death, the Collector's Edition makes a point. Ich wusste gar nicht, dass es da eine Collector's Edition gibt. Auf jeden Fall, dieses Spiel war im Plus drin. Letzten oder vorletzten Monat. Oder vorvorletzten Monat. Oder vorletzten Monat. Of shoving death right in our faces. Was ist denn da drin? This whole game is incredibly dark and unnerving, with sparse use of color to emphasize its surreal and haunting ambience. Inside isn't afraid to present failure in harsh and graphic ways either. It's stark and blunt, and particularly bold in its portrayal of struggle. Will er jetzt noch mal sagen, was das Spiel so auszeichnet? Und am Ende ist da irgendwas drin, was zu dem Spiel überhaupt nicht passt? Oder worauf will er hier jetzt hinaus? Strife and gruesome body horror. And the items included in this collector's edition convey those themes perfectly. Hooray! Peek inside your new collector's edition and you'll see a lovely tumorous lump of limbs and... Was ist das? Was ist das? Warum? Warum, also wie stellt man sich das erstens hin? Ne? Das sind schon wieder die Karten. Alter, wie ich solche Karten sehe hier, ne? Ich will ausrasten. Komm, mach mal weiter. Made by mannequin manufacturer Real Doll and Nein! Nein! Please do not Nein! Google mannequin manufacturer Real Doll. You will be banned from the internet. These guys specialize in... Ja, wir wissen alle, was die herstellen. Ne? Und wir wissen alle, warum die das herstellen. Realistic flesh creations. And in this case, have lovingly recreated in... Die haben dieses Ding created. Game abomination, The Huddle. It's super realistic, super gross, and therefore super appropriate. Guck mal, da ist der Halter dabei. Das kann man doch hinstellen, das Ding. For the game's special edition. Oh, and you also get a figurine of the game's protagonist, curled up in the fetal position, for good measure. Alright, okay.
I don't want that either. This collector's bundle was kept under tight wraps with a limited run and secretive timed release. These marketing tactics fueled the mystique, mirroring the intriguing narrative of the game itself, while maintaining the dark and mysterious underbelly that the title is now. Wir werden dieses Spiel auf jeden Fall noch kennenlernen, Freunde. Famous for. And number 1, Rage 2. Ach, da gab's diese tolle, ja, wir gucken mal. Hä, kann sich das bewegen? Kann sich das bewegen, das Ding? Nee. Dachte, das wäre unbewegbar. I hate it. And that's our list. But what did we miss out? Let us know in the comments. But what? Oh, do I have to? All right, fine, but I'm doing it with my eyes shut. So, here we have the ruckus singing head. Presumably, it's... Ich wusste gar nicht, dass das sich bewegt. Ich dachte, das wäre einfach nur so eine... So ein Gesicht, ne? No idea what you're seeing right Mit now. keiner Funktion. As if those wall-mounted singing fish weren't annoying enough, check out this monstrosity. Yeah, it's voiced by musician and party legend Andrew WK, but that alone can't convince me to appreciate it. The fleshy, mutated head can sing and chat about his glory days in the wasteland, which I'm assuming is meant to be the main draw for this pricey collector's edition, but... $120. Okay, also für den Preis, guck mal, was alles dabei ist hier. Erstmal das Ding hier, ich weiß nicht, was das genau, dieser Talking Head. Ich wusste gar nicht, dass der spricht. Ich dachte, das wäre ganz normal. Das Game, Steelbook, Monster Truck. Ein Monster Truck ist dabei. Was für ein Monster Truck? Also, ist das ein richtiger? Ein Poster, dies, das, Weapon, Exclusive Zeug. Screw that. There's also a steelbook, poster, and an exclusive mission in the bundle, which could have been good, but if getting Also das mit den Missionen werde ich nie verstehen. those extra items means I also have to purchase the head, it's fine. I'll go without. I mean, sorry to break the fourth wall for a third time, but the scriptwriter has even included a note here saying there's still one of these on sale at their local game store that the owners literally can't get rid of. Absolutely no one wants it, apparently, and I can believe that. The singing ruckus head. It's hideous, it's weird, and it belongs in the bin. At the end, that's our list. Another 10 examples of odd, laughable, and otherwise creepy editions. But are there any 2020 releases that have you eager for more weird special editions? For more weird special editions, so wie das da. Ich glaube, meine zweitgrößte Collector's Edition überhaupt. Let us know in the comment section below. You can follow myself and TripleJump on Twitter here, and if you want to support the things you enjoy, then check out the rewards on our Patreon. Finally, don't forget to like the video, share it with your friends, and subscribe to the channel. I've been Peter from TripleJump, and thanks for watching. Thanks for watching. Genau, das sage ich auch. Thanks for watching. Ich fand das Video gut. Ich fand manche Collector's Editions fand ich jetzt gar nicht mal so weird wie angekündigt. Okay, die letzte, die war schon ganz schön weird. Und die vorletzte auch. Mit diesem Puppengummi. Okay, passt.